wieder da aus den USA und habe so richtig Bock, über meine Erlebnisse und Erkenntnisse zu quatschen. Außerdem möchte ich euch das ein oder andere Produkt zeigen, das ich mitgenommen habe, also das ich in den USA gekauft und mitgenommen habe. Und ja, nebenbei werde ich jetzt einfach noch so ein bisschen meine Hautpflege machen, eventuell auch etwas Make-up auflegen und das ein oder andere neue Produkte ausprobieren. Ich starte mal mit dem Barrier Toner von Bar. Den habe ich mir selbst als PR-Sample bei YesStyle ausgesucht und würde den jetzt das allererste Mal auftragen. Tatsächlich habe ich den bereits bei einer Freundin ausprobieren können. Also ich habe ihn zumindest mal swatchen können und war wirklich sehr, sehr angetan von der Textur und dem Hautgefühl. So sieht das Ganze aus. Es ist ein milchiger Toner, der, lasst mich mal schauen, Panthenol enthält. Dann ist hier auch noch Ceramid NP drin. Also es ist wirklich eher so eine ganz, ganz leichte Emulsion, die wohl auch sehr, sehr gut auf öliger Haut funktioniert. Und das würde ich mir gleich mal als erstes auf mein Gesicht auftragen, in der Hoffnung, dass das Produkt mit meinen anderen Hautpflegeprodukten nicht komisch interagiert. Wow, das nochmal im Gesicht auftragen zu können, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Wow, der fühlt sich richtig frisch an, richtig leicht, sehr, sehr wässrig. Eigentlich hat er schon so eine serumartige Konsistenz, aber noch besser. Also wirklich, stellt euch ein Serum vor, das erstmal so ein bisschen dicker rauskommt, also wie man sich ein Serum vorstellt. Und sobald ihr das verteilt, direkt einzieht und sehr frisch und sehr leicht auf der Haut anmutet. Also Hut ab, das gefällt mir schon mal richtig gut. Also wie ihr seht, ist der Toner auch, ups, jetzt habe ich mich etwas beschmiert, etwas flüssiger, aber das stört mich bei einem Toner jetzt nicht unbedingt und lässt sich wirklich einwandfrei verteilen. Und ich denke mal, so vom ersten Eindruck her wird er mir keinerlei Probleme mit den anderen Produkten machen. Achso, falls ihr euch für Produkte von YesStyle interessieren solltet, dann könnt ihr selbstverständlich auch jederzeit meinen Rabattcode benutzen. Wenn ihr bei YesStyle bestellen solltet, dann erhalte ich noch mal eine kleine Provision. Ihr erhaltet einen Rabatt und ich kann die Provision nutzen, um weitere Produkte auszuprobieren. Zum Thema USA will ich natürlich auch noch ein bisschen was loswerden, aber es ist halt auch so, dass ich das Ganze noch verarbeiten muss, denn es waren sehr, sehr viele Eindrücke auch und tatsächlich auch Erkenntnisse. Ich habe viele Sachen für mich persönlich mitgenommen, zum Beispiel, dass ich gar nicht so große Angst vor langen Flugreisen haben muss. Also wir sind wirklich sehr, sehr oft geflogen. Rückzu mussten wir ein paar Mal umsteigen, weil unser Flug gestrichen wurde. Das heißt, die Rückreise hat deutlich länger gedauert als die Hinreise. Und wir sind, glaube ich, insgesamt 6 Mal geflogen. Also wir mussten auch innerhalb der USA ein paar Mal fliegen, weil die Entfernungen so riesig sind. Und ja, es ist nichts passiert. Ich habe mir umsonst große Sorgen gemacht und bin froh, dass ich diese Erkenntnis für mich gewinnen konnte, dass ich ja doch ab und zu mal eine Flugreise, auch eine längere Flugreise, tatsächlich machen und überstehen kann. Und in den USA selbst waren wir dann 5 Tage in New York und sind dann die restlichen Wochen in Florida unterwegs gewesen. Also wir waren insgesamt 4 Wochen in den USA und haben uns dann für Florida einen Mietwagen geholt, der übrigens im Vergleich zu allen anderen Autos, die dort umhergefahren sind, extrem aufgefallen ist, denn es war so ein Mitsubishi Mirage, also ein relativ kleines, kompaktes Auto, was für uns beide ausgereicht hat. Wir hatten natürlich 2 große Koffer, aber wir haben einfach die Rücksitze umgeklappt und die 2 großen Koffer da reingetan. Es hat alles sehr, sehr gut funktioniert, aber in den USA fahren halt
vor allem sehr, sehr große Autos durch die Gegend und da fällt ein kleineres Auto tatsächlich auf. Also neben Pickups, Jeeps und Trucks fällt so ein kleines Auto einfach auf. Aber wir sind trotzdem sehr, sehr gut durchgekommen und die Straßen waren auch recht angenehm, außer ab dem Punkt, wo man in größere Städte reingefahren ist, dann war das so ein bisschen schwierig und auch etwas anders im Vergleich zu Deutschland. Jedenfalls muss ich sagen, dass New York für mich persönlich too much war. Zum einen, weil es dort sehr, sehr geschäftig ist. Es ist relativ laut. Da sind super, super viele Menschen, die einen auch irgendwie mitreißen. Also es ist wie so eine Welle, in die man reingeworfen wird und dann reißt einen diese Energie mit und dann ist man abends noch total aufgedreht. Mir persönlich hätten weniger Tage gereicht, auch aufgrund der Tatsache, dass New York so wahnsinnig teuer ist. Also ich habe gewusst, dass New York teuer ist, aber wenn man wirklich selbst dort ist und vielleicht einmal am Tag irgendwo was essen gehen möchte, zum Beispiel zum Frühstück oder so oder zum Mittagessen, es ist sehr, sehr teuer und wir haben dann nach 2 Tagen festgestellt, wenn wir die restlichen Tage so weitermachen und einmal am Tag irgendwo was essen gehen, dann sind wir einen gewissen Teil unseres Budgets recht schnell los. Also haben wir uns dann versucht, in unserem kleinen Hotelzimmer selbst zu versorgen und ja, das hat halbwegs gut geklappt. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie so viele Dosenbohnen gegessen und selbst in New York kostet eine Dose Bohnen zwischen 4 bis 5 Euro. Also einfach diese Baked Beans, die man bei uns easy peasy für, glaube ich, unter 1 Euro zum Beispiel im Rewe oder im Kaufland oder sowas bekommt, da habe ich im Schnitt für eine Dose zwischen 4 bis 5 Euro bezahlt. Also das war schon krass und deswegen würde ich sagen, dass mir 2 Tage New York gereicht hätten, aber es wurde dann umso schöner, umso angenehmer, als wir nach Florida runtergeflogen sind. Ich versuche noch nebenbei hier so ein bisschen meine Hautpflege zu machen. Eigentlich habe ich gar nicht mehr so viel, was ich auftragen kann, zumindest an Hautpflege, aber ein Produkt, das ich gerne ausprobieren möchte, ist dieses hier. Und zwar ist es das Sundance Protect Plus Sonnenschutz Serum. Und davon werde ich mir jetzt 1 Gramm aufs Gesicht auftragen. Ich werde übrigens alle 9 Sonnenschutzprodukte, die ich bei DM gefunden habe, miteinander vergleichen und euch natürlich ein Video dazu präsentieren und euch zeigen, wo die Unterschiede sind und ob es da überhaupt Unterschiede gibt, welche Produkte vielleicht gut performen und welche weniger gut performen. Deswegen muss ich jetzt nach und nach einfach diese ganzen Produkte so ein bisschen testen. Das trage ich jetzt mal auf. 1 Gramm entspricht 8 kräftigen Pumphüben. Und dann schaue ich mal, wie das Ganze performt. Jedenfalls sind wir dann runter nach Florida. Wir mussten nach Orlando fliegen, um unseren Mietwagen abzuholen. Und danach sind wir direkt Richtung Crystal River gefahren. Und ich sage euch, da fing für mich persönlich der Urlaub erst richtig an. Denn ich persönlich bin kein Großstadtmensch. Ich bin eher so Richtung, lass uns einen Tagestrip in eine Großstadt machen, aber wir bleiben hauptsächlich außerhalb der Großstadt und machen irgendwas in der Natur. Deswegen war das für mich, nachdem wir New York erlebt haben, und ich will das auch auf gar keinen Fall missen, dass wir in New York waren, denn das war eine absolute Erfahrung für mich und ich weiß, dass sich das auch nicht jeder leisten kann, nach New York zu fliegen und New York als Stadt zu erleben. Wir waren dort auch im Kunstmuseum, was auch relativ kostenintensiv war. Ich habe dieses wunderschöne Bild von Van Gogh gesehen. Ich liebe Kunst und ich stand einfach davor und war absolut geflasht und da hingen noch so viele andere wunderschöne Bilder, zum Beispiel von Picasso, aber die meisten Leute standen halt um dieses Bild von Van Gogh rum, haben zusammen mit dem Bild Fotos gemacht und das fand ich auch irgendwie ganz süß und spannend zu beobachten. Jedenfalls waren wir dann in Crystal River und ich hatte vor unserer Reise eine Manatee-Tour gebucht, also eine Tour, bei der man mittels Schnorchel Seekühe, also es sind Rundschwanz-Seekühe,
beobachten konnte. Und ich weiß nicht, ich hatte da jetzt keine hohen Ansprüche dran. Ich habe mich einfach nur riesig drauf gefreut. Und ich muss euch sagen, das war eines der großartigsten Erlebnisse, ja, die mir je untergekommen sind. Denn eine Seekuh aus natürlich respektvoller Distanz beobachten zu können, es ist irgendwie magisch. Ich weiß auch nicht. Ich finde erstens Seekühe total süß und so ein riesiges Tier einfach irgendwo im Wasser sehen zu können, wie das dort rumchillt. Das war richtig, richtig großartig. Das Wasser war klar, überall waren Palmen, es war so tropisch. Links und rechts flogen haufenweise Libellen vorbei. Dann gab es riesige, exotische Schmetterlinge. Das hatte ich bis dato einfach in der Natur, in der Wildnis, in dieser Form noch nie gesehen. Und mir sind da teilweise wirklich die Tränen gekommen, weil das am eigenen Körper zu erleben, das alles wahrzunehmen, das hat mich sehr, sehr dankbar gemacht. Und das werde ich niemals in meinem Leben vergessen, dass ich das alles sehen durfte. Dann sind wir von Crystal River eigentlich einfach nur an der Küste immer weiter lang gefahren. Wir haben auch nur einen Teil unserer Hotels beim Reisebüro gebucht und haben danach sozusagen uns um alles Weitere selbst gekümmert. Und was habe ich noch erlebt? Also ich nehme auch definitiv eine Sportart mit nach Deutschland, und zwar das Stand-Up-Paddling. Ich wollte schon immer mal Stand-Up-Paddling ausprobieren, und da das Wetter in Florida so großartig war, es war immer warm, es war immer schön, die Luftfeuchtigkeit war auch recht hoch, und das hat meine Haut so geliebt. Also die ist von einem Tag auf den anderen irgendwie total gewechselt und war richtig prall und geschmeidig, und ich weiß nicht, also ich habe einen sehr, sehr positiven Effekt auf meine Haut bemerkt, was diese Luftfeuchtigkeit angeht. Und ja, und beim Thema Stand-Up-Paddling muss ich echt sagen, das hat mir so viel Spaß gemacht. Wir haben das einmal gemacht und ich war so hyped, dass wir das danach noch zweimal gemacht haben. Also wir haben uns dann immer wieder diese Paddleboards ausgeliehen und ja, sind da durch die Gegend gepaddelt. Das hat so viel Spaß gemacht, und ich möchte das definitiv in Deutschland fortführen. Ich werde mir hier ein Paddleboard holen und dann gucken wir mal, wo das möglich ist, das Ganze ja, so ein bisschen auszuleben. Wir haben ja hier und dort ein paar Seen, ein paar Talsperren, wo man baden kann. Vielleicht klappt das da ja dort genauso gut. Ich muss schon sagen, im ersten Moment wirkt die Sonnencreme etwas ölig, aber da ich eine fettarme Haut habe, sehen wir uns das Ganze nach 15 Minuten nochmal genauer an. Was ich aus diesem Urlaub mitnehme, ist zum einen, dass Amerika nicht gerade günstig ist als Urlaubsziel. Man muss schon, also ich weiß nicht, ob ich das Wort muss benutzen kann, aber wir haben insgesamt, also pro Person, schon einen Betrag im vierstelligen Bereich ausgegeben. Denn Übernachten in Amerika ist nicht gerade günstig, vor allem wenn man ja etwas Komfortableres haben möchte. Jetzt nicht unbedingt mit Frühstück oder sonst irgendwas, sondern vielleicht ein angenehmes Bett, ein sauberes Zimmer und so, sauberes Bad. Ja, das ist nicht gerade günstig. Wenn man in den größeren Städten unterwegs ist, sind auch die Lebensmittelpreise recht hoch. Auch so Restaurantbesuche sind relativ hoch, und meistens wird noch sozusagen oder eigentlich immer wird die Steuer nochmal ausgewiesen und draufgerechnet. Also das muss man dann auch nochmal bedenken, dass dann nochmal was draufkommt. Dann sind die Trinkgelder im Vergleich zu Deutschland recht hoch. Also wenn man bedenkt, was man hier normalerweise so als Trinkgeld gibt, in den USA sind es oftmals mindestens 20%, weil die Leute über das Trinkgeld ja ihren Lebensunterhalt verdienen. Und wir haben da auch natürlich immer drauf geachtet, dass wir da nicht rumknausern oder sowas, weil da ja andere Verhältnisse sind im Vergleich zu Deutschland, und das nehme ich
tatsächlich auch mit nach Deutschland. Ich möchte auch in Deutschland gerne mehr Trinkgeld geben, wenn der Service richtig gut war. Also normalerweise gebe ich immer so 10-15%, aber wenn mir irgendwas richtig gut gefallen hat, weil ich habe das auch in den USA festgestellt, was für einen zum Teil großartigen Service dort die Kellner und Kellnerinnen machen, und ich war einfach so begeistert, dass ich da auch keine Sekunde drüber nachgedacht habe, 20% oder 25% Trinkgeld zu geben, weil es einfach so toll war. Es war ein absolutes Erlebnis. Die kannten zum Teil die Karten in- und auswendig. Die konnten mir was zum Gericht sagen, wo was herkommt, wie das schmeckt, ob das jetzt eine große Portion ist oder eine kleine Portion ist. Und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Deswegen möchte ich das auch mit nach Deutschland mitnehmen und Kellner und Kellnerinnen noch mehr wertschätzen und ihnen noch mehr Trinkgeld geben, wenn der Service auch gut war. Ich muss auch echt zugeben, dass mich dieser Urlaub vor einigen Vorurteilen befreit hat und dass ich einige persönliche Erkenntnisse mitnehme, und ich weiß, dass das ein absolutes Privileg ist. Nicht jeder kann es sich leisten, in Urlaub zu fahren und diese persönlichen Erfahrungen machen zu können, und ich bin umso dankbarer, dass ich diese machen konnte und dass ich einfach auch etwas für mich gelernt habe. Denn ich hatte ja zum Beispiel so ein bisschen Bammel, was Waffen angeht, aber ich persönlich habe keine einzige Waffe während meines Urlaubs zu Gesicht bekommen. Es gab zwar die eine oder andere große Plakatwerbung für Gun-Shows und auch der eine oder andere Officer hat eine Waffe getragen, aber ansonsten habe ich keine einzige Waffe gesehen und bin natürlich auch so ein bisschen froh drüber, was selbstverständlich nicht bedeutet, dass das nicht existent ist oder in irgendeiner Form unproblematisch, aber es ist halt einfach nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, und für diese Erkenntnis bin ich sehr, sehr dankbar. Natürlich habe ich mich auch im Ulta, im Sephora und im Walmart umgeschaut. Allgemein Walmart und diese ganzen riesigen Stores, die waren vom Einkaufen so dermaßen angenehm, richtig breite Gänge, eine sehr große Auswahl. Also das Einkaufen hat richtig, richtig Spaß gemacht, weil man viel Platz hatte und die Regale nicht so krass zusammengequetscht waren. Also ich habe es sehr, sehr genossen, in diesen riesig großen Walmarts unterwegs zu sein. Und auch im Ulta habe ich das ein oder andere mitgenommen, zum Beispiel von Colourpop, denn das ist ja eine Marke, die man in Deutschland nicht so easy peasy bekommt. Und ein Produkt von Colourpop hat mich so begeistert. Also ich habe es direkt verwendet im Urlaub, dass ich mir alle weiteren Versionen dieses Produkts besorgt habe. Und zwar sind das diese Lipsticks, die heißen So Juicy Plumping Gloss Balm. Und die sind so schön auf den Lippen. Da ist zwar Ingwer drin, der so ein bisschen dieses leicht scharfe Gefühl oder dieses würzige Gefühl auf den Lippen erzeugt, aber es ist wirklich nur minimal, so als würde man einen frischen, intensiven Ingwertee trinken. Also es ist nur so ein ganz leichtes Wärme-Schärfe-Gefühl, ohne dass einem komplett die Lippe wegbrennt oder dass das extreme Schmerzen verursacht. Aber ich finde die einfach vom Finish wunderschön, und deswegen habe ich mir 4 Farben davon besorgt und trage das Ganze jetzt auch mal auf, während die Sonnencreme weiter einzieht. Ich glaube, ich verwende heute mal Guava Glaze. Wunderschön, sieht einfach nur richtig, richtig frisch aus, ist nicht klebrig und super angenehm auf den Lippen. Ich habe in meinem Urlaub natürlich auch an euch gedacht und das ein oder andere Produkt für ein Giveaway mitgenommen. Falls ihr das nicht verpassen möchtet, dann folgt mir unbedingt auf Instagram. Werfen wir mal einen Blick auf das Sundance Sonnenschutzserum in der Protect Plus Version, das ich ja mittlerweile seit über 15 Minuten drauf habe. Und wie ihr sehen könnt, ist da noch ordentlich Glow vorhanden. Das heißt, alle, die das nicht mögen, alle, die schon genug Glow durch ihre ölige Haut haben,
Kann sein, dass euch das einfach too much ist. Eine weitere Erkenntnis, die ich aus dem Urlaub mitnehme, betrifft definitiv Sonnenschutz. Und ich möchte auch diese Erkenntnis gerne mit euch teilen. Und vielleicht werde ich die auch so ein bisschen in meinen Content mit reinnehmen, weil ich das einfach so spannend fand, das am eigenen Körper zu erfahren und zu erleben. Denn mein Freund und ich, wir hatten verschiedene Sonnencremes mitgenommen, weil uns natürlich klar war, dass die UV-Intensität in den USA, zumindest auch da, wo wir unterwegs sein würden, sehr, sehr hoch wird. Und das war auch tatsächlich so, denn der UV-Index lag im Schnitt bei 9 und das jeden Tag. Also jeden Tag, den wir in Florida zugebracht haben, lag der UV-Index im Schnitt bei 9 und das ist sehr, sehr hoch. Also da ist definitiv UV-Schutz angebracht und wir haben natürlich uns mittels Kleidung geschützt, mittels Sonnencreme, Schatten aufsuchen, Sonnenbrille, Kopfbedeckung und so weiter und Mittagshitze meiden. Aber dennoch war Schutz angebracht, wenn man draußen unterwegs war. Und mir ist einfach aufgefallen, dass aufgrund der Tatsache, dass die Luftfeuchtigkeit in Florida so hoch war, die ein oder andere Sonnencreme nicht gut performt hat. Also vor allem im Gesicht. Am Körper kann ich echt damit leben, wenn eine Sonnencreme unangenehm und irgendwie klebrig ist. Vor allem, wenn ich unterwegs bin und schwitze oder weiß, ja, dass ich irgendwie ins Wasser fallen könnte oder so. Also ich rede jetzt zum Beispiel vom Stand-Up-Paddling oder vom Kajaken oder sowas, ne, wo man dann einfach weiß, man ist unterwegs, man wird dreckig, schwitzig und so, dann ist mir das am Körper wirklich Wurst. Aber ich merke es einfach im Gesicht, wenn eine Sonnencreme unangenehm wird. Und aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit hat die ein oder andere Sonnencreme nicht mehr so gut performt. Sie hat sich sehr, sehr schleimig und schwitzig angefühlt. Meine Haut wurde dadurch unreiner und deswegen musste ich dann teilweise Sonnencremes, die ich mitgenommen hatte, komplett von meiner Liste streichen und andere Sachen benutzen. Ich habe beispielsweise sehr, sehr häufig das Isntree Hyaluronic Acid Sun Gel verwendet. Das hat mir wirklich sehr, sehr gute Dienste geleistet. Oder aber auch die Sonnencremes von meinem Freund. Denn der benutzt nichts anderes als Sonnencremes, die sich wie Wasser anfühlen oder die einfach sehr, sehr leicht und nahezu schwerelos auf der Haut sind und die nicht im Bart irgendwo hängen bleiben. Und ich konnte einfach die Sachen aus der Drogerie nicht verwenden, obwohl ich eine fettarme Haut habe, weil die ganz, ganz komisch mit der Luftfeuchtigkeit interagiert haben und mir kleine unangenehme Pickelchen im Gesicht beschert haben. Aber ich muss sagen, dass ich mit den Alternativen dennoch gut gefahren bin. Also ich habe keinen Sonnenbrand bekommen oder dergleichen. Von daher hat das ganz gut funktioniert und ich bin richtig, richtig froh, dass ich zumindest alternativ Sonnencremes mitgenommen habe, weil ich mit dieser Erfahrung tatsächlich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich benutze gerade übrigens die Mizone Cushion Foundation. Das ist tatsächlich eins meiner liebsten Top-Produkte, das ich dieses Jahr entdeckt habe. Ich habe die spaßeshalber bei YesStyle bestellt und war wirklich sehr, sehr happy mit meiner Produktauswahl, denn ich finde die vom Finish wunderschön und auch die Deckkraft reicht mir völlig aus. Also ich mag diese Full-Coverage-Sachen mittlerweile nicht mehr ganz so gerne. Ich finde es schön, wenn meine Haut durchscheint, weil ich mich momentan in meiner Wohlfühlhaut-Ära befinde und das ganz gerne zeigen möchte, dass ich happy mit meiner Haut bin, auch wenn sie mal so ihre Tage hat, an denen sie jetzt nicht so perfekt oder keine Ahnung, ebenmäßig aussieht, weil es nicht mein Ziel ist, perfekte Haut zu haben und deswegen zeige ich das auch ganz gerne. Und ich habe das natürlich über die Sonnencreme aufgetragen. Normalerweise macht die Cushion Foundation absolut keine Probleme, aber in dem Fall krümelt das Ganze hier gerade so ein bisschen runter. Also es ist jetzt nicht übermäßig auffällig, wirklich nur, wenn man hier mit den Fingern drüber geht, aber ja, das gefällt mir, glaube ich, schon mal
nicht ganz so gut. Ich habe leider auch zu dem ein oder anderen Flop-Produkt in den USA gegriffen, und zwar sind das diese beiden hier. Einmal ist das die CoverGirl Skin Perfector Essence, die ja übelst krass gehypt wurde, und auch dieses Win Beauty Skin Tint. Aber leider performen beide Produkte auf meiner Haut, also auf meiner fettarmen Haut, mit meiner Hautstruktur nicht sonderlich gut, denn sie betonen wirklich unschön trockene Stellen, setzen sich komisch ab, und ich muss sie wirklich krass babysitten, damit sie halbwegs passabel auf meiner Haut aussehen. Deswegen kann ich damit leider nichts anfangen und werde diese Produkte an Personen aus meinem näheren Umfeld weitergeben, damit sie hier nicht komplett unbenutzt vergammeln. Ich habe noch weitere Produkte aus den USA, die ich in das ein oder andere Video irgendwie noch mit einfügen werde. Also ich meine, das Zeug rennt uns ja nicht weg, aber ich merke gerade einfach, dass meine Stimme nicht mehr wirklich mitmacht. Also die fühlt sich sehr, sehr heiser an. Und da ich nicht möchte, dass ich morgen irgendwo auf dem Sofa sitze und plötzlich gar nichts mehr sagen kann, würde ich das Video an dieser Stelle beenden. Ich hoffe sehr, dass ihr mir das nachseht. Aber bevor ich entschwinde, möchte ich euch noch ein Produkt zeigen, das ich in den USA entdeckt habe und das mich sehr, sehr happy gemacht hat. Und zwar ist das dieses Parfum von Skylar, das sich Coconut Cove nennt. Und wie ihr wisst, bin ich Duftstoffallergikerin. Das heißt, Parfums plus Duftstoffallergie, das ist keine gute Kombi, beziehungsweise ist immer sehr, sehr risikobehaftet. Allerdings muss man dazu wissen, dass ich vor der Info, dass ich auf bestimmte Duftstoffe richtig krass reagiere, eine absolute Parfümliebhaberin war, und ich bin es tatsächlich immer noch. Also zu dem einen oder anderen besonderen Anlass sprühe ich meine Kleidung oder auch so ein bisschen meine Haare mit meinen Lieblingsparfums ein, aber es ist sehr, sehr selten und natürlich auch extrem risikobehaftet. Deswegen ist das keine pauschale Empfehlung an alle Duftstoffallergiker und Allergikerinnen, das genauso zu handhaben. Das ist ein persönliches Risiko, das ich eingehe und ja, wo ich zumindest bisher ganz gut damit fahre. Und ich habe ja auch vor dieser Info jahrelang wirklich bei Kosmetika drauf geachtet, keine Produkte, die auf der Haut drauf bleiben, mit deklarationspflichtigen Duftstoffen und ätherischen Ölen zu benutzen, weil ich schon immer so diese Vermutung hatte, dass meine Haut das nicht so gerne mag. Aber so wirklich ganz gezielt ein Parfum auftragen, das ich schön finde, das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Deswegen, ja, war ich so ein bisschen traurig, als ich diese Info erhalten habe, dass es ja, mit der Duftstoffallergie und so, dass ich da so meine Probleme habe. Und deswegen habe ich mich gefreut, als ich das entdeckt habe, denn Skylar wirbt damit, hypoallergene Parfums herzustellen und sie auf empfindlicher Haut zu testen. Ich meine, das Wort hypoallergen ist mal so ein bisschen schwierig, denn theoretisch kann man auf alles Mögliche allergisch reagieren. Ich persönlich würde es eher allergenarm nennen, und ich habe mir während meines Urlaubs im Sephora, also bevor ich das gekauft habe, so ein ganz kleines Probierset geholt mit verschiedenen Parfums von Skylar, einfach nur um zu schauen, ob ich damit klarkomme. Ich bin damit ein absolutes Risiko eingegangen, denn meine Haut hätte mit Pusteln reagieren können und das wäre wirklich nicht schön geworden. Aber das ist absolut nicht eingetroffen. Ich habe jedes einzelne Parfum, auch wenn ich das eine oder andere nicht so gerne mochte, vertragen. Also da gab es keinerlei negative Reaktion, und deswegen habe ich mir gesagt, das musst du dir jetzt gönnen, denn das ist einer der Düfte, der mir ganz gut gefallen hat. Und zwar riecht er im ersten Moment sehr, sehr kokoslastig. Also das verrät vielleicht schon der Name, Coconut Cove. Sprich, wer Kokosnuss nicht mag, das für denjenigen ist dieses Parfum definitiv nichts. Ich bin auch persönlich kein großer Fan, und wenn ich das jetzt im Vergleich zu anderen Parfums gerochen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ist jetzt nicht unbedingt meins, weil da so eine leichte kokosnusslastige Süße rauskommt, wie zum Beispiel bei einem Cocktail, also wie bei einer Pina Colada oder sowas, aber ohne dass man direkt an Lebensmittel oder irgendwas zu trinken geht. Allerdings entwickelt der sich sehr, sehr schön auf der Haut. Also sobald dieses Kokoslastige verschwindet, wird er wunderbar warm und so einhüllend, und er erinnert mich einfach extrem an den Urlaub. Also es ist eine absolute Urlaubserinnerung, denn er riecht warm, er riecht nach Sommer, nach Sonne, nach vielleicht auch so einem Sommerregen. Wisst ihr, wenn so die Luft
warm ist, die Luft steht und man vielleicht kaum atmen kann und dann fängt es an zu regnen und das mischt sich so mit dieser Wärme. Genauso riecht dieser Duft, wenn er sich so ein bisschen entwickelt hat. Und deswegen konnte ich da nicht widerstehen, habe den mitgenommen und vertrage das Parfum auch nach wie vor sehr, sehr gut. Und ich finde das auch mit dem Roller super, super praktisch, weil man das Parfum damit sehr, sehr gut dosieren kann und wirklich lokal auf die Stellen auftragen kann, wo man das haben möchte, ohne alles in die Luft zu sprühen oder auch noch vielleicht Personen aus der näheren Umgebung damit zu belästigen. Also das finde ich auch richtig, richtig cool. Was die Haltbarkeit angeht, muss ich sagen, dass die Parfums von Skylar jetzt nicht unbedingt lange haltbar sind. Also ich hatte jetzt maximal irgendwo 3 Stunden feststellen können, dass man den Duft noch wahrnehmen kann. Nach 3 Stunden ist er nahezu verschwunden. Also da muss man wirklich mit dem einen Nasenloch oder mit beiden Nasenlöchern fast die komplette Haut irgendwie einatmen, um noch das ein oder andere Duftmolekül wahrnehmen zu können. Also die Haltbarkeit ist nicht sehr hoch, aber dafür vertrage ich dieses Parfum richtig, richtig gut. Ich finde, es riecht auch sehr angenehm und erinnert mich zudem an den wunderschönen Urlaub.